Ludwig ist glücklicherweise zurückgekehrt. Jedenfalls war die Familie kurz davor, mich zum Vorsitzenden zu wählen. Mit ihr als meiner rechte Hand werden wir Lahnstein Enterprises wieder auf Erfolgskurs bringen. Jessica ist bestimmt nicht perfekt, aber sie hat sich auch nicht absichtlich von Hagen schwängern lassen. Dana, ich habe mich damit abgefunden. Wir können keine Kinder kriegen. Lass uns nicht weiter drüber nachdenken. Das müssen wir aber. Du wirst Vater. Vater? Ich? Mein Kind. Aber warum weinst du denn, mein Schatz? Hey, ich dachte, du kannst nicht. Kann ich auch nicht. Ich bin nicht schwanger. Mach doch mal die Augen auf. Jessica. Ja. Jessica bekommt ein Kind von dir. Es wird nicht einfach sein. Aber ich bin sicher, dass wir diese Krise überwinden werden. Mit der Unterstützung meiner Frau wird uns das gelingen. Ich glaube, ich ertrage das nicht länger. Man könnte fast Mitleid mit dir haben. Vaters Rückkehr muss ein harter Rückschlag für dich sein. Glaub, was du willst. Aber um dieses Unternehmen zu retten, brauchst du ein bisschen mehr als eine rührselige Ansprache. Das glaube ich nicht. Ist aber so. Ja, woher willst du das wissen? Wie viele Beweise brauchst du denn noch? Da steht, dass sie schwanger ist. Ja? Na und? Das heißt überhaupt nichts. Sie hat es mir gesagt. Reicht das? Nein! Vor ein paar Tagen, da hat sie noch behauptet, Daniel ist der Vater. Und das ist doch viel wahrscheinlicher, wenn du mich fragst. Ich war einmal mit ihr im Bett, volltrunken. Ja, direkt ein Volltreffer. Super. Warum sollte sie mich anlügen? Ich habe keine Ahnung. Weil sie Geld braucht. Daniel hat sie sitzen lassen und jetzt will sie sich und ihr Baby absichern. Was meinst du denn, warum Daniel überhaupt abgehauen ist? Ich habe keine Ahnung, aber das klären wir. Wir. Ja. Du und ich. Kommst du? Post für dich. Das ist er, oder? Sag, dass er das ist. Was meinst du? Na, der Brief mit dem Song für den Talentwettbewerb. Song? Wettbewerb? Talent. Du Hohlfrüchte wisst ganz genau, was ich meine. Ja, du gibst uns ja seit Tagen keine Gelegenheit, nicht zu wissen, wovon du sprichst. Und die Hohlfrucht war wohl eher der Absender, sonst hättest du nicht so lange auf den Brief warten müssen. Unzustellbar, warum das denn? Na, weil die Hausnummer falsch war. Na, egal. Wow, die bieten allen Teilnehmern einen Workshop an für lau. Bei dem kann man sich 2 Tage lang mit Profis für den Auftritt fit machen. Und wo? In Wolfenbüttel. Wolfenbüttel. Was? Wolfenbüttel. Mann, das liegt bei Braunschweig. Was? Emilio Lessing? Hm? Mann, ey, der war da einige Jährchen Hofbibliothekar in Wolfenbüttel. Ey, was? Sag mal, wann geht dieser Workshop los? Nee, oder? Heute und morgen. Und jetzt?
Jetzt ist er wieder da und schwingt feurige Reden ans Volk. Ich meine natürlich, was gedenken Sie jetzt zu tun? Mein Handicap verbessern? Das ist nicht Ihr Ernst. Der Einzige, der noch an Ihre Strategie glaubt, sind Sie selbst. Ludwig schwingt feurige Reden ans Volk. Und was machen Sie? Ganz einfach. Ich warte ab. Hören Sie, hier weiß niemand, dass es der Bank eigentlich blendend geht. Für Ludwig und seine Mischpoke sieht es so aus, als ob sich die ganze Firma langsam in Luft auflöst. Die Immobiliensparte ist verkauft. Das Auktionshaus ist auch abgestoßen. Und trotz allem müssen Sie jetzt schon wieder anfangen, sich hilflose Rettungsszenarien auszudenken. Wenn Sie ein frisches Geld wollen, bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als einen weiteren Geschäftszweig zu verkaufen. Dann schlagen Sie sich wieder im Gremium die Köpfe ein. Und darauf freue ich mich. Es wird herrlich. Hauptsache, Sie sorgen dafür, dass LCL bald mir gehört. Und zwar komplett. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Ein Geschäftszweig nach dem anderen wird verkauft. Sie bekommen LCL. Sie langweilen mich mit Ihren Hypothesen. Rufen Sie an, wenn es Ergebnisse gibt. Hoffentlich sind Sie bei unserem nächsten Telefonat wirklich einen Schritt weiter. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Sie wissen doch, am Ende gewinnt immer die Bank. Und die Bank bin ich. Der Arzt hat gesagt, du musst mehr trinken. Einen Tee? Ja, danke. Mach ich dir gleich. Jetzt soll ich erst mal was zu essen. Wieso erzählst du Dana, dein Kind ist von mir? Hi. Weil du der Vater bist. Ich glaub dir kein Wort. Ist aber so. Ah ja? Dani verschwindet und plötzlich bin ich der Vater? Was für ein Zufall. Du warst von Anfang an der Vater, aber ich musste Daniel versprechen, es niemandem zu sagen. Und jetzt ist er nicht mehr da, um das Gegenteil zu behaupten? Praktisch. Glaubst du, ich find's toll, dass mein Kind ausgerechnet deine Gene kriegt? Oder geht's dir einfach nur ums Geld? Du stehst alleine da, bist pleite. Mich zum Vater zu erklären, würde auf einen Schlag all deine finanziellen Probleme lösen. Weißt du was, du kannst mich mal. Das war ja wirklich das allerletzte. Du hast ihr nicht mal richtig zugehört. Weil sie lügt. Das ist ja auch viel einfacher, als sich der Wahrheit zu stellen. Hey, Leo, der ist super. Ja, absolut. Was sagst denn du dazu? Ich meine, das kriegst du doch locker hin, oder? Ja, der ist okay. Aber halt ganz anders als all das, was ich sonst immer mache. Ist eben mal was Neues, ist ja auch gut. Außerdem, du hast ja noch einen Tag von dem Workshop. Einen Tag, ist nicht gerade viel. Leo? Willst du dir nicht doch vielleicht noch mal überlegen, erst morgen früh zu fahren? Ich gebe dir heute Abend auch ein Deluxe-Coaching vom Allerfeinsten. Verlockend. Aber wenn ich dafür den Zug um 4:23 Uhr nehmen muss und dann im Gesangsunterricht einschlafe, nein, danke. Ich hoffe nur, die können mir ein paar Tipps geben, wie ich diesen Song irgendwie für mich adaptieren kann. Love is a miracle. Ey, wenn ich dafür die Bühnenshow machen dürfte, ey, die würden mich sofort wegsperren. Soll ich mal Kümmern rufen? Ach, immer mit dem Anrufen. Mal was ganz anderes. Wie hast du es überhaupt geschafft, dass Clarissa dir für diesen Workshop freigibt? Ach so. Clarissa muss es doch gar nicht erfahren. Ich bin ja schon morgen Abend wieder da. Leo, ey, das ist ganz schlecht. Du weißt doch, die Clarissa, die hat so eine Ohren. Ja, die reichen von Paris bis hierher. Dann wünscht mir Glück. Hi Clarissa, hier ist deine Lieblingsenkelin. Ja, ich muss gleich los zu einem Workshop von dem Talentwettbewerb. Ich brauche auch nur morgen den Tag dafür frei. Und keine Sorge, die Arbeit, die hole ich nach. Ganz easy, alles ganz easy. Und grüß mir Paris. Tschüss. Jungs, hat Glück gebracht. War nur die Mailbox. Meinst du, das geht in Ordnung? Jessica! Wenn du deine Patenschaft weiter leugnen willst, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Ich habe dir nur nichts gesagt, weil das Daniels Bedingung war. Bedingung? Wofür? Dass er bei mir bleibt und wir das Kind zusammen großziehen. Der Mistkerl hat dich erpresst. Du hast nicht das Recht, so über ihn zu reden. Er hat mir wenigstens geglaubt. Du hattest ja auch keinen Grund, ihn anzulügen. Hagen,
Du willst einen Beweis? Mensch, Jessica, ein Kind! Weißt du eigentlich, was das heißt? Ja, aber so wie es aussieht, bin ich hier wohl die Einzige. Ich kriege dieses Kind. Ich werde aufgehen wie ein Hefekloß, weil ich ein Kind kriege, das außer mir niemand will. Wo ist das verdammte Bild? Meinst du das hier? Das ist auf der Straße verloren. Ich wollte es dir zurückgeben, aber... Hier. 16b. Das heißt, dass ich in der 16. Woche bin und jetzt rate mal, wann wir miteinander geschlafen haben, ne? Es sei denn, du hast noch mit anderen Männern. Hagen, es reicht. Sieh es endlich ein, du wirst Vater. Als wenn es nicht schon genug wäre, dass du mit dir ohne zu verhüten in die Kiste gestiegen bist. Aber dich jetzt auch noch vor den Konsequenzen zu drücken, ist wirklich unter aller Sau. Ich werde mich aus dem aktiven Tagesgeschäft heraushalten. Meine Frau übernimmt alle Termine, die sie in meiner Abwesenheit vereinbart hat. Ja, ist ja genau das Richtige, wenn man kurz vorm Burnout steht. Verschieben Sie die Telefonkonferenz um 5 Minuten. Ich warte bei Herrn Schiller im Wagen auf dich. Ja. Ansgar, ich erwarte, dass du Elisabeths Gesundheitszustand diskret behandelst. Das geht niemand etwas an. Oh, natürlich. Es war ja auch nur die halbe Belegschaft dabei, als sie zusammengebrochen ist und die Familie. Außer dir natürlich. Das tut mir sehr leid, aber es lässt sich leider nicht mehr ändern. Ach, das wird jetzt deine Standardausrede. Du warst nicht dabei, deswegen trägst du keine Verantwortung? Auktionshaus, Immobiliensparte, alles nicht dein Problem? Ich darf dich daran erinnern, dass du diese Krise durch deine Fehlspekulation ausgelöst hast. Das mag ja sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du alle im Stich gelassen hast. Deine Firma, deine Angestellten, deine Familie. Und glaub mir, ich bin nicht der Einzige hier, der das so sieht. Ich habe niemanden in den Stich gelassen. Als ich gegangen bin, war noch alles in Ordnung. Glaub mir, es wäre besser gewesen, du wärst in deinem Kloster geblieben. Hier interessieren sich alle nur noch für deine 2 Gremiumsstimmen. Der König ist tot. Es lebe der König. Urlaub. Einfach so. Nicht einfach so. Das habe ich dir doch gerade erklärt. Du, ich gönn dir diesen Workshop. Mich wundert nur, dass Clarissa dich so kurzfristig fahren lässt. Ja, Clarissa, die würde alles bei Leonie durchgehen lassen. Ja, da wird sie halt ganz zur Oma, Mama. Vielleicht sollte ich dann noch mal mit Clarissa sprechen, wer deine Arbeit übernimmt. Du willst doch nicht Clarissa, also ich meine Clarissa, mit so einer Lappalie bei einer Besprechung stören. Viel Erfolg. Danke. So, und jetzt müssen wir los, sonst verpasst du noch deinen Zug. Los. Clarissa. Leo, du gehst ja auf keinen Fall ran. Auf keinen Fall. Leo, du gehst ja Auf bitte... keinen Fall. Hi, Clarissa. Dieser Workshop gehört zu dem Talentwettbewerb. Für mich ist das aber ziemlich wichtig. Nein, ich wollte gerade losgehen. Leo, du bist schon unterwegs, du bist schon fast da. Ich hätte dir auch viel früher Bescheid gegeben, aber das war alles... Ja, ich habe verstanden. Ja, heute noch. Ist wohl eher suboptimal gelaufen, ne? Schuh lieber deine Stimme, um Leute zurechtzuweisen. Dann stirbst du nicht in 5 Jahren an einer Überdosis in einer Hotelsuite, sondern führst ein Modeimperium erfolgreich an die Spitze. Ja, sie sieht immerhin dein Talent, sonst hätte sie das mit der Hotelsuite nicht gesagt. Außerdem soll ich ihr bis morgen Castingvorschläge für die nächsten Modenschauen zumailen. Dafür brauche ich mindestens die halbe Nacht. Süße, ist alles gut, okay? Hey, wenn ich die Vorbereitung in dem Workshop nicht habe, dann kann ich den Talentwettbewerb vergessen. Komplett. Na, Jobsuche? Sehr vernünftig. Wieso? Hast du die Bank jetzt endgültig gegen die Wand gefahren? Fakt ist, dass ich wohl der Einzige bin, der die Situation hier ordentlich beurteilt. Ludwig war derjenige, der verschwunden ist, obwohl wir ein Desaster nach dem anderen zu verkraften hatten. Fakt ist aber auch, dass du die Situation gerne genutzt hättest, um den Gremiumsvorsitz an dich zu reißen. Und dass du jetzt gegen meinen Vater schießt, weil er ausgerechnet im falschen Moment wieder aufgetaucht ist. Hier hat sich gar nichts verändert. Hm? Tanja. Hey! Warum hast du denn nichts gesagt? Ich hätte euch doch abgeholt vom Flughafen. Ja, oder ich? Ich wollte dich überraschen. Wo ist Emma? Sie ist eingeschlafen. Justus schiebt sie durch den Park, das heißt, wir hätten ein paar Minuten. Ich habe dich übrigens auch vermisst, Ansgar. Ja, dein Timing war wie immer perfekt, Tanja. Wieso?
Erkläre ich dir alles in Ruhe. Komm erst mal an, ja? Um es kurz zu machen, wir sind so gut wie pleite und Ludwig versucht, die maroden Spaten mit schönen Worten zu retten. Ich will sofort wissen, was los ist. Ich will halt endlich Vater werden. Es wird den Geburtstermin auch nicht nach hinten verschieben. Ja, aber wenn wir sicher wissen, dass du schwanger bist, dann könnt ihr schon mal anfangen, dich Mutti zu nennen. Oh, untersteh dich. Ich kann mir zur Not ein Leben ohne Kinder vorstellen. Und niemals ein Leben ohne dich. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Zurück aus New York? Ja. Und so wie es aussieht, keine Sekunde zu spät. Ehrlich zu sein, niemand von uns hat sie hier vermisst. Ach, Elisabeth. Seit wann zählst du dich doppelt? Ganz vorsichtig, Tanja, ich bin gerade gar nicht gut auf Sie zu sprechen. Und da ich eine Gremiumsstimme halte, dürfte das für Sie von Belang sein. Ist das Gremium jetzt eine Spielwiese für frustrierte Hausfrauen? Ist doch wahr, Elisabeth macht sich hier breit wie ein Klecks Tinte, spielt sie als Beraterin und rechte Hand von Ludwig auf. Und ihr toleriert das alle? Darf in dieser Kasperbude jetzt jeder machen, was er will, ja? Solange der Opa Kasper nichts dagegen hat. Es war Ludwigs ausdrücklicher Wunsch, mich an seiner Seite zu sehen. Immerhin war ich in den letzten Wochen schon stark in das Familiengeschäft involviert. Oh Gott, da wundert man sich doch nicht, dass hier alles im Bach untergeht. Im Gegensatz zu Ihnen hat sich hier jeder um konstruktive Lösungen für das Unternehmen bemüht. Während Sie alles daran gesetzt haben, die Firma weiterhin zu schwächen. Das ist langweilig. Spielst du jetzt mal wieder auf das Foto an, das Ludwig mit einer Minderjährigen in der Karibik zeigt? Das war in Rio und das war eine infame Lüge. Das hätte ich dir gleich sagen können. Weil Ludwig niemals eine zweite Frau finden wird, die so blöd ist, sich auf ihn einzulassen. Jetzt eine Datei auf Tanjas Rechner. Beweist doch gar nichts. Jeder im Raum hier hätte ein Motiv, sich als Gremiumsvorsitzende schwächen zu wollen. Ach, jetzt sind wir auf einmal alle verdächtig. Bisher habe ich eigentlich nur an Ansgar gedacht. Im Gegensatz zu Ihnen hat Ansgar sich in den letzten Wochen um das Wohl der Firma sehr verdient gemacht. Du hast aber schon verstanden, dass Ansgar mit seinen Fehlspekulationen diese Krise erst losgetreten hat, oder? Ich muss doch sehr bitten. Jeder macht mal Fehler. Man verspekuliert sich ein bisschen, zerschlitzt im Überschwang der Gefühle einen Van Gogh, ruiniert ein Auktionshaus. Ich hab's begriffen. Asche auf mein Haupt. Aber eins könnt ihr mir glauben, ich hatte meine Gründe. Was soll das denn jetzt heißen? Er spielt auf dein sexuelles Verhältnis mit seiner Ex-Verlobten an. Wisst ihr was? Manchmal, da wünschte ich mir, ich hätte zusammen mit Helena die Koffer gepackt. Nimm Elisabeth mit. Rio muss wunderschön sein. Weißt du, Tanja, dich würde auch keiner vermissen. Du hältst jetzt besser mal den Ball flach. Ich bin nach wie vor damit beschäftigt, die ganzen Klagen abzuwehren, die du uns eingebrockt hast. Elisabeth, ist das hier das Ergebnis aus deiner Zeit als Familienoberhaupt? Du musst so stolz sein. Das war jetzt wenig hilfreich, Tanja. Oh, willkommen zu Hause. Oh mein Gott, schau dir dieses Model an. Mein Gott, da ist doch nichts echt, wer will denn das sehen? Also woher nehmen die ihr Selbstbewusstsein?
Genau das wird mein Publikum auch sagen, wenn ich auf der Bühne stehe und meinen Song voll in die Grütze geht. Hä? Du kannst singen, das ist das Wichtigste. Nee, das ist die Grundvoraussetzung. Bei so einem Auftritt, da muss die Performance stimmen. Du musst glaubhaft sein, das Publikum mitreißen können. Ja, aber du kannst den Text und die Melodie und... Einfach nur den Text runterrattern und die Töne treffen, das kann jeder. Mann, das Publikum muss jedes Wort glauben. Wenn du es nicht drauf hast, kannst du es gleich ganz bleiben lassen. Okay, und das lernst du bei diesem Workshop? Ja. Außer mir war jeder da. Jeder. Und spätestens, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen, wird es auch jeder sofort merken. Das ist wie wenn du auf den Laufsteg musst und das einzige Model bist, was nicht in der Maske war. Wenigstens hat Clarissa ihr Ziel erreicht. Ohne dieses Coaching kann ich den Contest komplett vergessen. Mein Gott, Leonie, das kann doch nicht sein. Wie wär's, wenn du mal Marlene fragst? Ja, sie ist Sängerin und weiß alles am besten. Sie ist der perfekte Coach für dich, hm? Sie ist doch Veranstalterin. Das ist doch sowas wie unlauterer Wettbewerb. Naja, dann hätte ich dir geraten, mit Tristan in die Kiste zu steigen. Ach, Manu. Guck mal, wie lange hast du auf diese Chance gewartet? Jetzt lass dir das nicht von deiner Oma versauen. Komm schon. Einen Anruf. Fragen kostet doch nichts. Hm? Fragen kostet ja wirklich nichts. Und Tanja hat gar nichts mit dem gefälschten Foto zu tun. Die Tatsache, dass ausgerechnet Ansgar dich auf ihre Spur gebracht hat, riecht förmlich nach seiner Handschrift. Während der Krise, als du nicht da warst, da hat sich jeder nur um seine eigenen Befindlichkeiten gekümmert. Der Einzige, der mir den Rücken gestärkt hat, war Ansgar. So komisch das klingt. Ich weiß, was du vorhast, Ansgar. Die Nummer beim Abendessen gerade war ziemlich offensichtlich. Ich kann nichts dafür, wenn die sich bei jeder Gelegenheit an die Gurgel gehen. Du spielst die Familie so lange gegeneinander aus, bis keiner mehr dem anderen traut und der Weg an die Spitze des Gremiums frei ist. Aber damit kommst du nicht durch. Danke für das Tageshoroskop, Tanja. Immer gerne. Ich liefere dir auch gerne noch weitreichendere Prognosen. Das kann ich auch. Aber die willst du nicht hören. Ich kenne Ansgar zu lange, dass ich glauben würde, dass er irgendetwas aus uneigennützigen Motiven tut. Ja. Hast du wieder Schmerzen? Du musst deinen Kindern endlich die Wahrheit sagen. Nein, sie dürfen noch nicht von meiner Krankheit erfahren. Nicht, bis ich alles geklärt habe. Ludwig, lass uns gemeinsam... Du denkst auch, dass ich keinen Rückhalt mehr habe. Das hat Ansgar mir auch schon prophezeit. Die Kinder misstrauen sich gegenseitig. Sie spüren, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich denke, das liegt daran, weil ihnen die Führung fehlt. Ludwig, du musst jetzt ein Zeichen setzen. Weißt du, wo Christian ist? Draußen, am Paddock. Okay, danke. Es geht mich ja eigentlich nichts an, aber was war da vorhin eigentlich los? Was meinst du? Na, der Streit mit Jessica. Das war kein Streit. Wir hatten was zu klären. Dir ist aber schon klar, dass sie schwanger ist. Und? Was willst du mir damit sagen? Ich weiß, dass Jessica manchmal nerven kann, sehr sogar, aber im Moment sollten wir alle für sie da sein. Es geht ihr gut. Es geht ihr total beschissen. Jessica wollte nie Mutter werden und jetzt sitzt sie plötzlich da, schwanger von einem Typ, der nach Afrika abgehauen ist. Das ist doch heftig. Mag sein. Jessica ist nicht aus Zucker. Jessica hat nie weiter geplant als ihr Outfit für den nächsten Tag. Jetzt muss sie plötzlich die Verantwortung für ein Kind ganz alleine tragen. Ich weiß nicht, ob sie das ohne Hilfe schafft. Hagen, egal was da bei Daniel und Jessica vorgefallen ist, was kann das Kind dafür? Du
warst heute im Krankenhaus? Klar. Ich wollte mir Daniels Nachfolger anschauen. Ich lasse schließlich nichts anbrennen. Ich hatte da was von Dehydrierung gehört. Hat Daniel sich gemeldet? Jessie, es tut weder dir noch dem Baby gut, wenn du deine Sorgen in dich hineinfrisst. Ja, und Offenheit hat mich ja wohl auch keinen Meter weitergebracht. Was hat er gesagt? Er denkt, ich will ihn abzocken. Ja. Das war doch eh immer mein Plan, mich von einem Grafen schwängern lassen und dann einen Job schmeißen, eine dicke Sause machen. Er muss sich sicher erst an den Gedanken gewöhnen, dass es sein Kind ist, was du bekommst. Mir kommen die Tränen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich brauche ja wirklich bald Geld. Ich habe mir diesen Hintern aufgerissen, um hier bei LCL zu arbeiten. Und jetzt, als alleinerziehende Mutter, da bin ich doch mindestens ein Jahr raus. Und Tanja wartet eigentlich nur auf eine Gelegenheit, mich rauszuschmeißen. Wie soll ich das schaffen? Komm, Jessie, ich bring dich nach Hause. Nein. Ich mache Überstunden. Noch habe ich meinen Job. Und solange ich Geld verdiene, muss ich nicht bei den Lahnsteins betteln gehen. Meldet sich Hagen nicht? Wahrscheinlich sitzt einem seiner Klappe ein Furz quer. Er hat sich doch noch nie für Geschäfte interessiert. Ihr demonstriert mir gerade sehr anschaulich, dass der Zusammenhalt der Familie zu einem Fremdwort verkommen ist. Und ihr verkennt den Ernst der Situation. Das ist unwahrscheinlich. Wir waren die letzten Wochen hier. Ich weiß, ich nicht. Und es steht euch frei, mir das nachzutragen. Aber ich denke, jeder von uns hat Fehler gemacht. Nicht wahr, Tanja? Die Geschichte mit meiner angeblichen Affäre war ja wohl wirklich unterste Schublade. Und bestimmt nicht Tanjas Idee. Dein Fehler ist mangelnde Objektivität, besonders deiner Frau gegenüber. Ansgar hat mit seinen Fehlspekulationen unser Unternehmen in die schwerste Krise aller Zeiten geführt. Und Helenas Versuch, die Firma mit einer Auktion zu retten, wurde von Tristan untergraben. Und somit haben wir eine gewinnträchtige Sparte verloren und Helena auch noch mit dazu. Dieser Kleinkrieg muss aufhören. Begreift ihr das nicht? Es geht um unsere Existenz, um 800 Jahre Familientradition, um unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder. Ich bitte euch, kämpft mit mir darum. Wer dazu nicht bereit ist, dem steht es frei, den Raum zu verlassen. Sowieso nicht aus dem Dreck. Hi. Leonie, hey. Danke, dass du so schnell Zeit gefunden hast für mich. Kein Problem, aber jetzt sag, wieso bist du eigentlich nicht beim Workshop? Ich habe den Brief erst heute bekommen und Clarissa hat mir so spontan natürlich nicht freigegeben. Im Gegenteil, ich habe so viel Arbeit, dass ich gleich direkt wieder zurück zur LCL muss. Ach, das tut mir leid. Ist natürlich schade, weil der Workshop die perfekte Vorbereitung gewesen wäre. Ja, total. Ich ärgere mich auch wie blöd. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wie ich den Song vorbereiten soll. Und was kann ich da für dich tun? Also zuerst dachte ich ja wirklich, ohne die Vorbereitung in dem Workshop, da kann ich den ganzen Wettbewerb direkt knicken. Aber das will ich nicht. Ich will da unbedingt dabei sein. Und ich meine, ich habe Tristan ja extra überredet, dass er mich doch noch mit in die Endauswahl nimmt. Da kann ich doch jetzt nicht einfach kneifen. Im Gegenteil, ich will auf jeden Fall gut sein. Verstehst du? Ich
Am besten perfekt sein. Und jetzt willst du mich also fragen, ob ich mit dir im Song arbeite? Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist. Ich bin immerhin eine der Mitveranstalterinnen. Ich weiß. Und du meinst gleiches Recht für alle. Eigentlich schon. Ach, weißt du was, die beste Freundin meiner kleinen Schwester ist eben vielleicht doch ein ganz klein bisschen gleicher. Was hältst du davon, wenn wir uns morgen Nachmittag treffen? Bei mir zu Hause? Da hätte ich gleich 2 Änderungsvorschläge. Danke. Dana. Dana, ich weiß, dass du da bist. Na, du kommst mir gerade recht. Ich muss mit Dana reden. Sie will aber vielleicht nicht mit dir reden. Thomas, kannst du dich bitte einfach mal raushalten? Nee, kann ich nicht. Weil ich im Gegensatz zu dir noch Verantwortungsgefühl habe. Offenbar für dich ein Fremdwort. Ist ja gut. Erst machst du meine beiden Töchter unglücklich und jetzt drehst du auch noch deinem Seitensprung ein Kind an und stehst nicht mal dafür gerade. Bist du jetzt fertig, Nee, ja? will ich nicht. Dana! In dieser Familie, da haben die Männer noch einen Arsch in der Hose und stehen zu dem, was sie angerichtet haben. So, jetzt gehen wir lieber nach Hause und denk drüber nach. Was? Dana! Dana! Das ist doch albern! Hey! Jetzt hör dir doch erst mal an, was ich dir sagen will, Dana. Ich habe eine Entscheidung getroffen, bitte. Ach, die kleine Maus. Hat keine Ahnung, dass um sie herum gerade alles zusammenbricht. Zum Glück steht LCL wenigstens gut da. Aber nicht mehr lange, wenn wir jetzt mit unseren Gewinnen die anderen Sparten mitfinanzieren müssen. Höre ich da etwa einen Anflug von einer für alle? Haben dich die Worte meines Vaters doch so beflügelt, ja? Nein, das nicht gerade, aber es ist schon was dran. Ich möchte nicht, dass Emma später mal ohne irgendwas dasteht. Das wird sie doch auch nicht. Du kennst doch meinen Vater. Er schwingt gerne mal die Traditionskeule, wenn es sein muss. Ja, und gibst du dir bitte immer ganz warm ums Herz. Er hat ja auch recht. Wir sollten nicht einfach verschleudern, was die Familie über Jahrhunderte aufgebaut hat. Sag das mal Ansgar. Er genießt es, uns alle gegeneinander auszuspielen, aber er wird's bereuen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin besprochen haben. Du willst ihm eins auswischen. Und weißt du, was der beste Weg dafür ist? Du ziehst mit dem Rest der Familie an einem Strang. Das würde ihn wahnsinnig machen. Und Emmas Erbe sichern. Ich behalte ihn trotzdem im Auge. Sie können ganz beruhigt sein, Gräfin. Wenn ich noch ruhiger werde, falle ich ins Koma. Der Alte versucht gerade verzweifelt, die 7 Zwerge auf seine Seite zu ziehen. Gönnen wir ihm doch einfach das Vergnügen. Es wird nicht lange dauern. Wie lange soll ich denn noch warten, dass Sie mir LCL beschaffen? Hören Sie, wir sind auf einem guten Weg. Haben Sie einfach ein bisschen Geduld. Genießen Sie Paris. Adieu. Weißt du, wenn ich ein neues Stück interpretiere, dann überlege ich mir erst mal, was habe ich damit zu tun? Wo finde ich einen persönlichen Zugang? Welche ganz eigenen Emotionen kommen bei mir hoch? Denk also gar nicht erst drüber nach, wie die Sängerin das Lied interpretiert hat. Das ist völlig egal. Was denkst du bei Love is a Miracle? Also, vorhin habe ich das Lied hier gesungen und mit meiner Gitarre gespielt. Und einfach, weil ich von der ganzen Sache so gefrustet war. Und ich weiß nicht, ob es gut war, aber es hat sich ziemlich gut angefühlt. Es macht mich auf jeden Fall neugierig. Eine weitere wichtige Regel, du kannst noch so gut sein. Du musst es immer reproduzierbar machen. Ich bin gespannt. Ja. Flashing lights on a Saturday night, leaving all the
Dana, ich gehe hier nicht weg, bevor wir geredet haben. Ich überzeuge ihn gern davon, dass das keine gute Idee ist. Komm rein. Ich bin oben, wenn du mich brauchst. Dana, es tut mir so leid, was du alles durchmachen musst, aber leider gibt es keinen Weg, das ganze Chaos rückgängig zu machen. Du bist die Frau, die ich liebe, mit der ich Kinder haben will. Nur du. Tja, leider klappt's bei mir aber nicht. Ich weiß, wie weh dir das tun muss, dass Jessica von mir schwanger ist, ausgerechnet. Aber ich werde zu meiner Verantwortung stehen für das Baby und für Jessica. Trotzdem werde ich alles dafür tun, das Baby aus meinem Leben und vor allem aus deinem herauszuhalten. Für uns wird sich nichts ändern. Was redest du denn da natürlich? Nein, es geht doch in erster Linie darum, dass Jessica und ihr Baby finanziell abgesichert sind. Ich lege ein Konto für das Kleine an. Jessica besorge ich eine vernünftige Wohnung. In der WG kann sie natürlich nicht bleiben, ist doch klar. Und ein Kombi kriegt sie auch, eine erstklassige Nanny. Von den großzügigen Unterhaltszahlungen mal ganz abgesehen. Es wird ihr nichts fehlen. Meinst du, ja? Ja, und du? Also wir werden von dem Kind gar nichts mitbekommen. Das ist doch ganz in deinem Sinne, oder? So regelt ihr das also in eurer Familie, ja? Oder spinnst du jetzt komplett, willst dich freikaufen? Freikaufen, freikaufen, freikaufen.